Der US-amerikanische Philosoph und Tierrechtler Tom Regan betrachtet Tiere als Subjekte eines Lebens und gesteht ihnen dieselben moralischen Rechte zu wie Menschen. Wie er diese radikale tierethische Position begründet und welche praktischen Konsequenzen sich hieraus ergeben, erfährst du in diesem Video. Tom Regan ist ein US-amerikanischer Philosoph und Tierrechtler. Während des Vietnamkriegs begann er sich für den Pazifismus zu interessieren, vor allem für dessen berühmtesten Vertreter Mahatma Gandhi. Er las Gandhis Schriften über den Vegetarismus und änderte daraufhin seine Sichtweise auf Tiere. Gandhis Prinzip der Gewaltlosigkeit gilt absolut und schließt Tiere nicht aus der moralischen Gemeinschaft aus. Inspiriert von dieser Sichtweise entwickelte Tom Regan, damals selbst noch Fleischesser, seine tierethische Position. Sein Buch The Case for Animal Rights, Plädoyer für Tierrechte, erschien 1983 und gilt als Klassiker in der Tierethik. Regan setzt sich in dem Buch für Tierrechte ein und fordert das Ende der Nutzung von Tieren. Sein neuestes tierethisches Werk heißt Empty Cages, leere Käfige und erschien 2004. Regan kritisiert Peter Singer, welcher nur die Interessen der Tiere schützen will, aber nicht die Tiere selbst. Für Regan sind Tiere Subjekte eines Lebens und haben damit einen inhärenten Wert. Sie haben Rechte, die geschützt werden müssen und die nicht für die Interessen anderer geopfert werden dürfen. Für Regan ist ebenso wie für Singer die Spezieszugehörigkeit kein relevantes Kriterium für moralische Berücksichtigungswürdigkeit. Seiner Ansicht nach müssen wir Lebewesen abhängig von ihren individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten moralisch berücksichtigen. Regan macht jedoch im Unterschied zu Singer keine Abstufungen bei der moralischen Berücksichtigung von Lebewesen auf der Grundlage ihrer verschiedenen Eigenschaften und Fähigkeiten. Bei ihm gibt es keine Klassifizierung von Lebewesen, sondern nur eine Eingangsbedingung oder Eintrittskarte zur moralischen Gemeinschaft, die Eigenschaft, ein Subjekt eines Lebens zu sein. In The Case for Animal Rights definiert er diese Eigenschaft noch recht anspruchsvoll. Lebewesen müssen neben Empfindungsfähigkeit auch Überzeugungen und Wünsche, die Fähigkeit zu intentionalem Handeln, Wahrnehmung, Erinnerung und eine Vorstellung von der Zukunft haben, um Subjekte eines Lebens zu sein. Diese Kriterien erfüllen laut Regan mit Sicherheit nur Säugetiere im Alter von mindestens einem Jahr. In Empty Cages entspricht die entscheidende Eigenschaft, um Subjekt eines Lebens zu sein, dann weitgehend der Empfindungsfähigkeit. Subjekte eines Lebens sind nun alle Wesen, die der Welt gewahr sind, die merken, was mit ihnen geschieht und für die das, was mit ihnen geschieht, von Bedeutung ist, unabhängig davon, ob sich sonst noch jemand dafür interessiert. Zur moralischen Gemeinschaft gehören damit alle Säugetiere und Vögel. Bei Fischen ist sich Regan nicht sicher. Regan führt verschiedene Gründe an, warum wir davon ausgehen sollten, dass Tiere empfindungsfähig sind. Der gesunde Menschenverstand, die Beobachtung ihres Verhaltens, Ähnlichkeiten in Nervensystemen und Anatomie sowie unsere evolutionäre Verwandtschaft sprechen für diese Annahme. Doch wie begründet Regan seine rechte Theorie ganz genau? Regan geht zunächst von einem inhärenten Wert bei Menschen aus. Alle Menschen haben einen solchen Wert, unabhängig von ihren Fähigkeiten und ihrem Nutzen für andere. Diesen Ansatz überträgt Regan nun auch auf Tiere. Denn zwischen Mensch und Tier gibt es viele Gemeinsamkeiten. Beide sind Subjekte eines Lebens. Ein häufiger Einwand gegen die gleiche moralische Berücksichtigung von Menschen und Tieren ist, dass nur Menschen über Vernunft oder Autonomie verfügen. Regan versucht, diesen Einwand zu entkräften, indem er feststellt, dass man auch Kindern oder geistig behinderten Menschen einen inhärenten Wert zuschreibt. Diese verfügen ebenfalls nicht über Vernunft und Autonomie. Vernünftigerweise muss man daher auch Tieren den gleichen inhärenten Wert zuerkennen. Das Subjekt eines Lebenskriterium liefert laut Regan eine relevante Ähnlichkeit, um sowohl moralischen Akteuren als auch moralischen Empfängern einen inhärenten Wert zuzuschreiben. Alle Subjekte eines Lebens besitzen den gleichen inhärenten Wert und wir haben ihnen gegenüber direkte moralische Pflichten. Laut Regan ist das Subjekt eines Lebenskriterium zwar eine hinreichende, aber keine notwendige Bedingung, um inhärenten Wert zu besitzen. Lebewesen, die dieses Kriterium nicht erfüllen, beispielsweise Tiere, die sich nicht intentional verhalten können oder komatöse Menschen, können also dennoch inhärenten Wert besitzen. Regan fordert also wie Singer eine Art Gleichstellung von Menschen und Tieren.
Jedoch darf man im Unterschied zu Singers Utilitarismus das Wohl der einen Individuen nicht gegen das der anderen aufrechnen. Als Subjekte eines Lebens haben laut Regan alle empfindungsfähigen Tiere ebenso wie Menschen Grundrechte auf Leben, körperliche Unversehrtheit und Freiheit. Regans Argument ähnelt von der Struktur her dem von Singer. Beide gehen von einer bestimmten Moral in Bezug auf Menschen aus und übertragen diese auf Tiere. Regan nimmt als Ausgangspunkt die Idee der Menschenrechte. Im Unterschied zu juristischen Rechten oder Gesetzen handelt es sich bei den Menschenrechten um moralische Rechte, die unabhängig von ihrer Verwirklichung gelten sollen. Sein Verständnis moralischer Rechte beschreibt Regan in seinem Buch Empty Cages anhand von 6 Aspekten. Moralische Rechte funktionieren erstens wie ein Zutritt-Verbotenschild. Sie schränken die Freiheit anderer ein und schützen so unsere wichtigsten Güter, nämlich unser Leben, unsere körperliche Unversehrtheit und unsere Freiheit. Zweitens basieren moralische Rechte auf der Idee der Gleichheit. Alle Menschen besitzen sie unabhängig von ihrer Hautfarbe, ihrem Geschlecht oder ihrer Religion, und alle besitzen sie gleichermaßen. Drittens haben die grundlegenden Menschenrechte ein größeres Gewicht als alle anderen moralischen Werte. Regan bezeichnet sie als Trumpfkarten. Viertens ist die Einhaltung von Grundrechten keine Frage der Großzügigkeit, sondern der Gerechtigkeit. Moralische Rechte stehen uns rechtmäßig zu und wir können sie einfordern. Fünftens ergibt sich aus den moralischen Rechten auch eine Pflicht zur Hilfeleistung und Beistand. Wenn die Rechte eines anderen bedroht werden, haben wir alle die Pflicht, diese Rechte zu verteidigen. Vor allem, wenn Menschen ihre Rechte nicht selbst wahrnehmen können, beispielsweise wehrlose Kleinkinder oder Menschen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten, müssen wir uns für ihre Rechte einsetzen. Alle diese Aspekte lassen sich sechstens in der Idee des Respekts zusammenfassen. Die Rechte einer Person zu achten bedeutet nichts anderes, als diese Person mit Respekt zu behandeln. Es gibt einen Unterschied zwischen moralischen und juristischen Rechten. Juristische Rechte hängen von den Gesetzen und dem rechtlichen Hintergrund der jeweiligen Gesellschaft ab und sind nicht für alle Individuen gleich. Moralische Rechte hingegen sind universal, gelten also für alle Individuen mit denselben relevanten Eigenschaften und gleich, sie gelten also für alle Individuen in gleichem Maße. Doch worauf beruhen eigentlich diese moralischen Rechte? Regan diskutiert zunächst einige Antworten, die aus seiner Sicht unbefriedigend sind. Das bloße Menschsein kann seiner Ansicht nach nicht die Grundlage für die Menschenrechte sein. Der Satz „Menschen haben Rechte, weil Menschen Menschen sind“ ist nicht überzeugender als der Satz „Steine haben Rechte, weil Steine Steine sind“. Es fehlt die Erklärung, was am Menschsein Kriterium dafür ist, Menschenrechte zuzuschreiben. Rechte können laut Regan auch nicht an die Fähigkeit gebunden sein, moralisch handeln zu können. Diese Idee findet sich zum Beispiel im Kontraktualismus. Hier wird Moral als eine Art Vertrag zwischen vernünftigen Personen betrachtet. Aus Eigeninteresse treffen die moralischen Akteure die Vereinbarung, sich gegenseitig nicht zu schaden. Betrachtet man moralische Handlungsfähigkeit als Voraussetzung für Menschenrechte, so ergibt sich aber laut Regan ein großes Problem. Denn sehr viele Menschen besitzen diese Fähigkeit gar nicht, zum Beispiel Säuglinge, Kinder und geistig behinderte Menschen. Wenn diese Menschen trotzdem Rechte haben sollen, müssen die Rechte anders begründet werden. Selbstbewusstsein und Sprachfähigkeit sind aus demselben Grund ungeeignete Eigenschaften zur Begründung der Menschenrechte. Nicht alle Menschen haben sie. Zusätzlich ist unklar, warum diese Eigenschaften zum Beispiel für ein Recht auf körperliche Unversehrtheit relevant sein sollten. Wir suchen also eine Eigenschaft, die nicht nur alle Menschen haben, denen wir moralische Rechte zuschreiben, sondern die auch eine Erklärung für ihre Rechte liefert. Diese gesuchte Eigenschaft ist für Regan die anfangs beschriebene Eigenschaft, Subjekt eines Lebens zu sein. Und diese Eigenschaft haben auch empfindungsfähige Tiere. Da alle Subjekte eines Lebens den gleichen inhärenten Wert besitzen, müssen sie auch alle die gleichen moralischen Rechte haben. Empfindungsfähige Tiere haben laut Regan also die gleichen moralischen Rechte wie Menschen. Die grundlegenden Menschenrechte auf Leben, körperliche Unversehrtheit und Freiheit müssen auch für Tiere gelten. Das grundlegende Prinzip von Regans Rechtetheorie ist das Respektprinzip. Dieses Prinzip fordert, dass wir Individuen mit inhärentem Wert nur auf Arten und Weisen behandeln, die ihren inhärenten Wert respektieren.
Das Recht auf gerechte Behandlung ist für Reagan ein moralisches Grundrecht. Alle Subjekte eines Lebens haben seiner Ansicht nach das Recht auf gerechte und damit respektvolle Behandlung, da sie den gleichen inhärenten Wert besitzen. Man muss sie in einer Weise behandeln, die ihren gleichen inhärenten Wert respektiert. Daraus leitet er das Verletzungsprinzip ab. Weil wir Subjekten eines Lebens Respekt schulden und diese Subjekte ein eigenes Wohlergehen haben, missachten wir ihren inhärenten Wert, falls wir sie verletzen. Eine Handlung, die ein Wesen mit inhärentem Wert schädigt, kann bei Reagan im Unterschied zum Utilitarismus nicht dadurch gerechtfertigt werden, dass sie den besten Gesamtnutzen für alle Betroffenen erzeugt. Diese utilitaristische Kosten-Nutzen-Abwägung respektiert nämlich nicht den inhärenten Wert des geschädigten Wesens. Das Respektprinzip verlangt neben dem Verbot der Schädigung von Wesen mit inhärentem Wert auch die Pflicht, denjenigen zu helfen, die durch ungerechte Handlungen anderer geschädigt werden. Wir haben also gegenüber Wesen mit inhärentem Wert sowohl die Pflicht der Nichtschädigung als auch die der Hilfeleistung. Das moralische Grundrecht auf respektvolle Behandlung verbietet, ihnen Schaden zuzufügen und verlangt, ihnen Hilfe zu leisten. Bei diesem Recht handelt es sich aber um ein prima facie Recht, kein absolutes Recht. Das heißt, man darf dieses Recht unter gewissen Umständen übertreten. Unter gewissen Umständen gibt es Ausnahmen von der Pflicht der Nichtschädigung. Beispielsweise darf man laut Reagan einen Angreifer aus Notwehr verletzen und unter gewissen Umständen auch Unschuldigen Schaden zufügen. Unschuldig im moralischen Sinne sind diejenigen moralischen Akteure, die nicht falsch handeln, und alle moralischen Empfänger, weil sie weder richtig noch falsch handeln können. Das Verletzen Unschuldiger kann mit 2 Prinzipien gerechtfertigt werden. Das erste Prinzip ist das Prinzip der Übertretungsminimierung. Es lautet, wenn wir wählen müssen, entweder die Rechte von wenigen Unschuldigen oder die einer größeren Anzahl von Unschuldigen zu verletzen, und wenn jedes betroffene Individuum gleich geschädigt wird, sollen wir wählen, die Rechte von wenigen Unschuldigen zu verletzen. Reagan verdeutlicht dieses Prinzip an einem Beispiel. 51 Bergleute sind eingeschlossen, 50 an einem Ort, einer an einem nahegelegenen anderen Ort. Wenn wir entscheiden müssen, entweder die 50 auf Kosten des einen zu retten oder den einen auf Kosten der 50, fordert das Prinzip der Übertretungsminimierung, den einen zu opfern. Der Grund für diese Entscheidung liegt explizit nicht am besten Gesamtnutzen für alle Betroffenen, sondern darin, dass man den gleichen inhärenten Wert und die gleichen Rechte der Individuen gleich respektieren muss. Das zweite Prinzip, mit dem man die Verletzung Unschuldiger rechtfertigen kann, ist das Prinzip der Schlechterstellung. Es lautet: Wenn wir wählen müssen, entweder die Rechte von wenigen Unschuldigen oder die einer größeren Anzahl von Unschuldigen zu verletzen, und wenn der Schaden an den wenigen Unschuldigen schwerwiegender ist als der an jedem der größeren Anzahl von Unschuldigen, sollen wir wählen, die Rechte der größeren Anzahl zu verletzen. Die Vermeidung eines großen Schadens an nur wenigen Unschuldigen ist also gegenüber der Vermeidung eines kleinen Schadens an beliebig vielen Unschuldigen vorzuziehen. Auch für dieses Prinzip nennt Reagan ein Beispiel. Wenn man sich entscheiden muss, entweder a. radikal oder jeden von 1000 anderen mäßig zu schädigen, dann sollten die 1000 Individuen geschädigt werden. Ein anderes Beispiel für das Prinzip der Schlechterstellung ist das berühmte Rettungsbootbeispiel. Bei einem Schiffsunglück gibt es 5 Überlebende, 4 normale erwachsene Menschen und einen Hund. Das einzige Rettungsboot hat aber nur Platz für 4 Individuen. Wer soll über Bord geworfen werden? Laut Reagan der Hund. Daran würde sich auch nichts ändern, wenn nicht zwischen einem Hund und 4 Menschen, sondern zwischen 1 Million Hunden und 4 Menschen entschieden werden müsste. Auch dann müssten die Hunde geopfert werden. Der Schaden an den wenigen unschuldigen Menschen ist nämlich schwerwiegender als an jedem der Millionen unschuldiger Hunde. Reagans Argument für diese Entscheidung lautet: Alle an Bord haben den gleichen inhärenten Wert und das gleiche Recht, nicht verletzt zu werden. Der Schaden des Todes liegt in den Erfahrungsmöglichkeiten, die durch den Tod verwehrt werden. Dieser Schaden ist für jeden der 4 Menschen größer als für den Hund, da das Leben eines Menschen reichhaltiger und damit wertvoller ist. Einen Menschen über Bord zu werfen, würde also das Prinzip der Schlechterstellung verletzen.
Wir fassen zusammen. Tiere haben laut Regan genauso wie Menschen bestimmte moralische Grundrechte, einschließlich des Rechts, mit Respekt behandelt zu werden. Diese Rechte gelten nicht absolut, sondern prima facie, in erster Näherung, und können daher in Konfliktsituationen verletzt werden. Doch was genau versteht Regan unter einer respektvollen Behandlung? Welche konkreten, praktischen Konsequenzen ergeben sich aus seiner Ethik? Regans praktische Forderungen gehören mit zu den radikalsten in der tierethischen Debatte. Seiner Ansicht nach müssen wir Tiere ebenso respektvoll behandeln wie Menschen. Er fordert daher die komplette Abschaffung der Nutzung von Tieren zu menschlichen Zwecken, die ihre Rechte auf Leben, körperliche Unversehrtheit und Freiheit berühren. Tiere dürfen prinzipiell nicht als erneuerbare Ressourcen betrachtet werden, da sie über denselben inhärenten Wert verfügen wie Menschen. Regan fordert daher die Abschaffung der Nutzung von Tieren für die Nahrungsmittelproduktion, die Jagd, Sport und Unterhaltung, die Rettung gefährdeter Tierarten sowie ein Ende von Tierversuchen. Alle Praktiken der Tiernutzung sind seiner Ansicht nach moralisch verwerflich und können nicht verbessert, sondern müssen abgeschafft werden. Damit vertritt Regan eine abolitionistische Tierrechtsposition. Abolitionismus, von Englisch Abolition, Abschaffung, Aufhebung, ist eine Richtung innerhalb der Tierrechtsbewegung, die jegliche Nutzung von Tieren durch den Menschen ablehnt. Tiere haben ebenso wie Menschen das Recht, nicht als Eigentum behandelt zu werden. Aus dem Verbot der Nutzung von Tieren für menschliche Zwecke folgt für Regan auch eine moralische Pflicht zum Vegetarismus. Betrachten wir einmal die 4 Bereiche der Tiernutzung, die Regan in The Case for Animal Rights diskutiert, genauer. Die erste Form von Tiernutzung ist das Halten und Töten von Tieren zur Nahrungsmittelproduktion. Das Recht der Tiere, nicht verletzt zu werden, ist für Regan, wie wir gesehen haben, kein absolutes Recht. Man darf es unter gewissen Umständen übertreten. Wenn im Rettungsbootbeispiel die 4 Menschen das Fleisch des Hundes essen müssten, um zu überleben, dürften sie den Hund töten. Die Menschen in den heutigen Industrienationen essen aber das Fleisch von Tieren nicht deswegen, weil dies für ihr Überleben oder für die Erhaltung ihrer Gesundheit nötig ist, sondern weil ihnen das Fleisch schmeckt oder sie sich an den Verzehr von Fleisch gewöhnt haben. Selbst wenn man den Verzicht auf den Verzehr von Fleisch als einen Schaden ansieht, steht dieser Schaden in keinem Verhältnis zu dem Schaden, den man Tieren zufügt. Tiere werden regelmäßig getötet und damit nicht respektvoll behandelt. Sie werden nicht als Wesen mit inhärentem Wert betrachtet, sondern nur als erneuerbare Ressourcen für den Menschen. Diese Behandlung ist ungerecht. Kommerzielle Tierhaltung muss daher abgeschafft werden. Der zweite Bereich, den Regan diskutiert, betrifft die Jagd und das Fallenstellen. Laut Regan ist nicht jedes Jagen oder Fallenstellen moralisch falsch. Wenn beispielsweise wilde Füchse Kleinkinder angreifen, darf man die Füchse töten. Jedoch lehnt Regan jede Jagd und jedes Fallenstellen ab, die aus kommerziellen Gründen oder als Sport ausgeübt werden. Hierbei werden Tiere nämlich nicht als Wesen mit inhärentem Wert behandelt, sondern nur als erneuerbare Ressourcen, deren Wert von menschlichen Interessen abhängig ist. Regan verlangt daher eine Abschaffung kommerzieller und sportlicher Jagd und Fallenstellerei. Der dritte Bereich betrifft die Rettung gefährdeter Tierarten. Spezies haben zwar selbst keine Rechte, auch nicht das Recht als Gattung zu überleben. Dennoch sollten sich Menschen bemühen, gefährdete Tierarten zu retten, nicht weil bestimmte Tiere selten sind, sondern weil die einzelnen Tiere Wesen mit inhärentem Wert sind und das Recht auf respektvolle Behandlung haben. Der letzte Bereich, den Regan diskutiert, betrifft den Gebrauch von Tieren in der wissenschaftlichen Forschung. Regan lehnt jede Praxis ab, die Tieren Schaden zufügt, um einen möglichen Nutzen für Menschen zu erzielen. Bei Tierversuchen wird der Wert von Tieren auf ihren möglichen Nutzen für Menschen reduziert. Tiere haben jedoch einen inhärenten Wert, unabhängig von ihrem Nutzen für andere. Tierversuche schädigen Tiere und verletzen damit ihr Grundrecht auf respektvolle Behandlung. Regan fordert daher die vollständige Abschaffung sämtlicher schmerzvoller oder schädlicher Tierversuche. Regan vertritt mit seiner Rechteauffassung einen streng egalitaristischen Ansatz. Alle Subjekte eines Lebens müssen moralisch gleich berücksichtigt werden. Tiere haben dieselben moralischen Rechte wie Menschen und dürfen nicht zur Erreichung menschlicher Ziele instrumentalisiert werden. Da Tiere ihre Rechte nicht selbst verteidigen können, haben wir die Pflicht, uns für sie einzusetzen. Was hältst du persönlich von diesem Ansatz? Fühlst du dich moralisch verpflichtet, dich für die Rechte von Tieren einzusetzen?
Mit dem Quizlet lernst du Tierethik Regan Wolf kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!